Freunde, ich wollte das Video gerade fertig machen und bearbeiten. Da hatte Shakes Fidget noch ganz kurz mal vor 4 Minuten einen Code gepostet. Der hält nur noch heute. Spooky Skull gibt euch wahrscheinlich ein Epic. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja, löst den sehr gerne ein. Wünsche ich euch viel Spaß bei und natürlich jetzt auch viel Spaß beim Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute erstmal kein Video von EU16, sondern jetzt müssen wir erstmal noch eine News rausbringen, die jetzt schon 1-2 Tage alt ist. Ich wollte sie aber euch trotzdem hier auf YouTube nicht vorenthalten, weil es ja sein kann, dass der eine oder andere die vielleicht doch nicht mitbekommen hatte. Ja, durch den Serverstart und anderweitige Videos, ja, ist die Info jetzt ein bisschen nach hinten gerutscht, aber immer noch nicht zu spät, sag ich mal so. Und zwar gibt es Neuigkeiten zum Paladin. Ja, das wird bestimmt den einen oder anderen freuen, der sich darüber, ja, gefreut hatte, dass das Ganze nochmal überarbeitet wird und sich eventuell auf einen Heal-Zauber beim Paladin eingestellt hatte, weil das für viele natürlich logisch erscheint, dass ein Paladin auch einen Heal haben sollte und nicht so wie die andere Fähigkeit so einen Offensiv- und Defensivmodus. Ja, genau. Und das Ganze wurde jetzt nochmal überarbeitet und kommt sogar nächste Woche schon als Beta-Test auf einem neuen Beta-Server raus. Und da bin ich sehr gespannt. Wir freuen uns darauf, die überarbeitete Paladin-Klasse zu testen, die basierend auf dem Feedback der Community aktualisiert wurde. Der Paladin verfügt nun über eine Heilfähigkeit und wir sind gespannt zu erfahren, ob diese Änderung euren Erwartungen entspricht und sicherstellt, dass die Klasse im Vergleich zu anderen wettbewerbsfähig ist. Daher ist eure Meinung in der Umfrage, die am zweiten Tag der geschlossenen Beta-Verfügung sein wird, von entscheidender Bedeutung. Euer Feedback ist wesentlich für die Entwicklung einer Klasse, damit sie eine breite Akzeptanz findet. Um mehr Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, an der Closed Beta teilzunehmen, haben wir die Anzahl der verfügbaren Zugänge auf 2500 erhöht. Waren ja vorher 1000 Leute, die bei der Beta teilnehmen konnten. Das ist jetzt nochmal ein bisschen mehr auf jeden Fall, und ich denke mal, das ist aber auch wichtig, dass da zahlreiches Feedback gesammelt werden kann, um halt wirklich auch dann am Ende des Tages eine fundierte Meinung bzw. Feedback da geben zu können für die Klasse. Deswegen, falls ihr da teilnehmen wollt, ich denke mal, die wirklich darauf scharf sind und da wirklich am Start sein wollen, ich denke mal, die werden auch den Platz finden, denke ich mal, ja. Jetzt kommen wir aber zu den wichtigen Sachen, und zwar den Anpassungen der Klasse. Die folgenden Werte wurden für die Paladin-Klasse angepasst. Der Ausdauermultiplikator ist jetzt bei 6, war vorher 7. Ja, dafür haben wir die maximale Schadensreduktion auf 83,3%, was vorher 72% war. Der Schadensfaktor liegt jetzt nun bei 45%, der war vorher bei 55%. Ja. Jetzt haben wir dafür aber eine neue Fähigkeit, und zwar die defensive Haltung, das Schild des Glaubens. Okay, und jetzt wird es halt spannend. Wir haben 50% Chance, den Angriff zu blocken und 50% des erlittenen Schadens zu heilen. Auf den Punkt gehen wir gleich nochmal ein. Dann haben wir Schadensfaktor, wird um 26,5% reduziert. Und dann haben wir hier einmal die offensive Haltung auch wieder, und zwar ist das der göttliche Schlag. Und hier haben wir einmal erhöhter Schadensfaktor auf 45,9%. Und dann haben wir hier die maximale Schadensreduktion reduziert auf 26,5. Fakten zur Closed Beta. Um euch die Chance zu geben, an der Closed Beta teilzunehmen, werden wir einen Code verteilen, bis zu 2500. Ne, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das kennen wir ja schon, das weitestgehend. Und ja, die nächste Closed Beta beginnt am Mittwoch, dem 6. November 2024, also nächste Woche geht's los und läuft über 7 Tage. Es gibt keine Klassenbeschränkungen in der geschlossenen Beta und das zugewiesene Charakterlevel beträgt mindestens 300, kann natürlich aber auch hochgehen, ja. So, jetzt haben wir hier natürlich ich sag mal, jetzt die offensive Haltung. Okay, das ist halt wieder mehr Schaden so. Das ist ähnlich vergleichbar, würde ich mal sagen, mit der Fähigkeit, die er vorher hatte. Da hatten wir auch den Defensivmodus und den Offensivmodus. Ne? Beim Defensiv hat er halt mehr Schaden eingesteckt, beim Offensiv mehr Schaden ausgeteilt. Würde ich sagen, ist ähnlich. Ja, jetzt aber die
defensive Haltung ist halt jetzt halt nochmal ein bisschen interessanter. Wir haben halt jetzt wie beim Krieger eine 50% Chance, den Angriff zu blocken. Und jetzt kommt halt eben der Punkt, den man aus dieser Information noch nicht 100%ig entnehmen kann. Das wird sich dann erst zeigen, wenn die Beta da ist und wir das Ganze testen können. Und zwar, wir haben 50% Chance, den Angriff zu blocken und 50% Chance, beziehungsweise 50% des erlittenen Schadens zu heilen. Jetzt stellt sich die Frage, ja, wenn wir zum Beispiel jetzt angenommen das Schild jetzt nicht hochheben, ja, haben wir dann trotzdem die Chance 50% zu heilen, beziehungsweise umgekehrt, wenn wir zum Beispiel die 50% Chance aktivieren und wir blocken den Schaden, ne? Wir blockieren den Schaden mit dem Schild, heilen wir uns dann trotzdem um 50% des Schadens, den wir erlitten hätten, oder heilen wir uns wirklich nur hoch, wenn wir Schaden erleiden. So, weil da ist es so ein bisschen zu Fragen gekommen im Livestream. Wir hatten das Ganze schon auf Twitch mal, hier sind wir das Ganze schon durchgegangen. Da hatte ich die Info eine halbe Stunde später, nachdem sind wir sie durchgegangen, nachdem die released worden ist. Und ich stelle mich, glaube ich, eher auf die Seite, dass wenn der Paladin getroffen wird, erst dann 50% des erlittenen Schadens geheilt werden, weil hier steht ja 50% des erlittenen Schadens, also er muss erst Schaden erleiden. Wenn er jetzt zum Beispiel einen Angriff blockiert, dann hat er ihn ja komplett geblockt, das heißt im Umkehrschluss, er hat ja gar keinen Schaden genommen an der Stelle, ja, das heißt, es gibt auch nichts zum Heilen. So, aber es ist halt eben auch die Theorie da, dass wenn er halt eben den Schaden blockiert, trotzdem 50% sich heilt von dem, was er bekommen hätte an Schaden. So, da weiß ich aber nicht, wie das berechnungstechnisch passt, beziehungsweise ob das Spiel auch im Hintergrund auslesen kann, irgendwie, wie viel Schaden er jetzt genommen hätte mit dem und dem Schlag und sich dann trotzdem quasi so mäßig wieder voll heilen kann. Weil hier, so wie es jetzt steht, sieht es so aus, als ob immer nur 50% des erlittenen Schadens geheilt werden können. Das heißt aber, dass er niemals sich overhealen kann oder sich, sag ich mal, wieder komplett regenerieren kann, dass er wieder auf 100% Leben ist, sondern immer peu à peu halt immer 50% des erlittenen Schadens. Es wird halt dann immer weniger so. Ne? Ich glaube, es ist dann tatsächlich eher so, wenn er den Schlag blockiert, dass dann einfach gar kein Schaden geheilt wird, weil er halt eben keinen Schaden genommen hat. Klingt für mich eher logischer, muss ich sagen. Und ich glaube, das andere wäre auch ein bisschen OP, wenn zum Beispiel der Paladin blockt und trotzdem 50% heilt und dann auf einmal kann er sich, wenn er zweimal blockt, ist er wieder Full Life oder so. Das wäre auf jeden Fall ziemlich krass. Und es spricht halt eben auch erstmal so ein bisschen dafür, dass es eventuell gar nicht so verkehrt ist, vielleicht erstmal in der Defensivhaltung hier zu bleiben, bevor man halt in diese Offensivhaltung geht und halt mehr Schaden macht. Da muss man natürlich gucken. Es ist balance-technisch wirklich schwer umzusetzen, weil die meisten Klassen, die skalieren halt eben mit Schaden, die skalieren zum Beispiel mit dem Gladiator, mit dem kritischen Schadensbonus und wenn wir so einen Kampf uns in der Ehrenhalle mal anschauen, dann wissen wir halt eben auch einfach, dass der Schaden von Mal zu Mal halt immer mehr wird. Ja? Egal in welcher Runde ihr seid, von Mal zu Mal wird halt der Schaden dann halt eben auch immer mehr. Und das spricht tendenziell eher gegen den Paladin, weil der Paladin hat halt wirklich von allen Klassen wahrscheinlich den geringsten Grundschaden, den man so machen kann, hat dafür aber halt eben eine sehr starke Lebensregeneration. Das Problem ist bloß, dass diese Lebensregeneration halt eben nicht mit irgendwas großartig skaliert. Zumindest wissen wir davon noch nichts. Die Heilung skaliert zum Beispiel nicht mit dem Gladiator aus der Unterwelt, ja, oder mit anderen Schadensfaktoren. Das ist halt beim Paladin jetzt nicht so gegeben. Das heißt, es ist mehr eine passive Fähigkeit als eine offensive Fähigkeit. Ja, er hat zwar einen Defensiv- und Offensivmodus, aber davon ist jetzt nicht die Rede. Ne? Und das ist zum Beispiel beim Berserker. Ja, umso mehr der angreift, ne,
Da haben wir dann halt eben auch, dass er davon profitiert, Schaden zu machen. Und das stackt sich sozusagen dann halt immer höher, umso länger die Rundenanzahl geht. Der blockierte Schaden bzw. der geheilte Schaden bleibt halt immer gleich, so sag ich mal. Beziehungsweise passt sich halt auch dem Schaden des Gegners so ein bisschen an. Deswegen könnte es sein, dass es in dem Falle ein bisschen eine ausgewogene Sache ist. Generell ist es aber erstmal immer schwer, eine Klasse zu balancen, die halt eben gegen den Schaden ist, sondern halt eben mit einem Heal. Das war ja auch, glaube ich, damals der Grund gewesen, warum der Bade überarbeitet worden ist. Das war ja auch eine Klasse, die sich healen konnte und das war halt balancing-technisch unglaublich schwer umsetzbar und deswegen finde ich es eigentlich, muss ich sagen, einen gewagten Schritt, aber auch einen guten Schritt, hier auf die Community zu hören, die sich halt eben einen Heal-Zauber unbedingt gewünscht hat auf dem Paladin. Deswegen mal Props an der Stelle auf jeden Fall. Dass sie trotzdem dann sich an diese schwierige Aufgabe ranwagen. Und bei dem Paladin sehe ich auch als zweites, was wahrscheinlich für viele ein Negativpunkt ist, dadurch, dass, also viele werden wahrscheinlich so denken, okay, ja krass, mit den Fähigkeiten wird er wahrscheinlich in den Dungeons gut sein, weil der halt eben, weil er halt eben so eine random Fähigkeiten hat und random in den Dungeons ist ja eigentlich mal gut, so, aber ich denke, dass der Paladin sich ähnlich spielen wird wie der Battle Mage, weil er wird wahrscheinlich einigermaßen okay gegen alle Klassen antreten können, außer halt gegen den Magier. Der Magier wird den Paladin komplett zerstören, weil der Magier halt eben diese Fähigkeiten negiert und halt eben dadurch auch nicht wirklich der Paladin Schaden macht, weil, wie wir ja sehen, ist der Paladin die Klasse, die von dem Grundschaden her wahrscheinlich am niedrigsten ist, weil die halt so extrem defensiv ist und da halt ihre Karten ausspielt. Ja? Und dadurch, dass der Magier halt eben die Fähigkeit ausschaltet vom Paladin, ist der Paladin useless, weil er ohne seine Fähigkeit mit am schwächsten Schaden oder am wenigsten Schaden macht. Ja, und das ist halt eben vergleichbar, beziehungsweise vielleicht sogar noch schlechter als mit dem Krieger oder mit dem Battle Mage. Das heißt, gegen die Magier wird der Paladin es schwerer haben, wahrscheinlich, als der Battle Mage und der Krieger. Und das ist natürlich da werden die Magier auf jeden Fall ein Hardcore-Block sein. Ne, gegen die anderen Klassen, okay, da kann man immer sagen, ja, das ist, da kann er über seine Heilung punkten und wenn er da genug Glück hat, dann kann er die Gegner da auch besiegen. Aber gegen Magier wird die Klasse es deutlich, deutlich schwerer haben als andere Klassen und deswegen wird, denke ich mal, der Paladin jetzt auch nicht die Number One Server-Start-Klasse werden, was ich wiederum eigentlich ganz gut finde, muss ich sagen, weil es könnte sein, dass der Paladin dann tatsächlich eher eine Klasse wieder sein wird, die übers Late-Game kommt, beziehungsweise halt eben vielleicht ein bisschen konstanter im PvP ist und das macht es dann wiederum für mich tatsächlich interessanter, weil ich tatsächlich gar nicht darauf aus bin, so extrem krank, wenn ich eine Klasse Langzeit anfangen möchte, dann möchte ich auch eine Langzeitklasse vielleicht auch nehmen, die mir halt auch eben Spaß macht im Late. Ne? Jetzt nichts gegen einen Dämonenjäger, Bersi oder Nekromant, das sind auch Klassen, die machen unglaublich viel Spaß, versteht mich da nicht falsch. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel eine neue Klasse wählen würde und einen neuen Server anfangen möchte, wo ich wirklich, wirklich, wirklich vorhabe, Langzeit drauf zu spielen, dann muss die Wahl wirklich gut überlegt sein und deswegen, finde ich im Paladin erstmal gar nicht verkehrt von dem, was er halt bietet. Ich werde dann mal schauen nächste Woche, wie es dann aussehen wird in der Beta und dann werde ich nochmal für mich überlegen, ob das was ist, beziehungsweise dann warten, bis die Klasse dann auch wirklich final auf Live-Servern released wird, wie sie sich da dann nochmal verhält und wie dann auch designtechnisch die letzten Feinschliffe aussehen und dann werde ich abwägen, ob ich in Zukunft vielleicht einem Paladin anfange auf Langzeit oder halt eben nicht. Das muss ich dann schauen, wie es ist. Ne, momentan ist meine würde ich sagen, meine Chance 50-50, vielleicht sogar ein bisschen weniger als 50-50, dass ich den Paladin Langzeit spiele.
Deswegen, das erstmal dazu und das auch zu den Informationen jetzt erstmal soweit zum Paladin. Also nächste Woche ist es soweit. Da könnt ihr ihn dann ausgiebig testen und ja, da bin ich auch schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall würde mich wie immer natürlich eure Meinung dazu auch interessieren. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ob ihr das geil findet. Also ich finde es wirklich super, es wurde wirklich auf die Community gehört, der Heal-Zauber wurde integriert, diese Fähigkeiten werden überarbeitet und es wird halt eben darauf geschaut, dass die Klasse halt eben der Community weitestgehend gefällt. Und ja, da ist die Klasse, denke ich mal, jetzt auf einem ganz guten Weg, denn so wie sie vorher released worden wäre, wäre die Klasse wahrscheinlich nicht wirklich sehr attraktiv geworden für viele Spieler. Ich denke mal, die wäre sehr hart gefloppt. Aber mal gucken, wie es jetzt mit der aktuellen Überarbeitung dann aussieht. Okay, Freunde, das erstmal soweit dazu. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Sonntag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.